Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich, wie Sie den Wochentimer, das Sina Timer Modell CHEM 101S, anschließen und einstellen. Das S am Ende bedeutet, dass dieser Timer auch in Sekunden eingestellt werden kann. Das heißt, wenn Sie etwas nicht für lange Zeit einschalten müssen, zum Beispiel, wenn ein Gerät für eine Sekunde Spannung liefern soll, vielleicht um ein Gerät neu zu starten, dann ist genau dieses Modell für solche Zwecke geeignet, denn alle anderen Timer werden im Bereich von bis zu einer Minute eingestellt und können zum Beispiel nicht in Sekunden eingestellt werden. Im Lieferumfang ist der Timer selbst enthalten. Eine Anleitung ist dabei, sogar auf Russisch, eine holprige Übersetzung aus dem Chinesischen, aber im Prinzip kann man es verstehen. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse. Es gibt zwei Kontakte. Input ist der Eingang. Hier schließen wir die Stromversorgung an. Der Anschluss ist sehr einfach. Das heißt, wir schließen einfach Phase- und Nullleiter 220 Volt daran an. Man kann auch ein Modell für eine andere Spannung wählen, für 12 oder 24 Volt, aber ich habe dieses Modell für 220 Volt. Sobald die Spannung angelegt ist, gehen die zwei Kontakte, an die wir den Verbraucher anschließen, das heißt, diese Eingangsspannung wird beim Einschalten zum Ausgang geleitet. Wir schließen es an und alles ist bereit. Ich werde als Beispiel eine Glühbirne anschließen, diese hier ist für 220 Volt. Man kann Beleuchtung, Warmwasserbereiter oder Heizungen anschließen. Alles, was Sie brauchen. Die maximale Last beträgt hier bis zu 16 A bei 250 Volt. Das Relais ist eingebaut. Im Prinzip kann dieses Relais 2 bis 3 Kilowatt bewältigen. Jetzt müssen wir es einstellen. Es gibt einen manuellen Modus. Das heißt, mit dieser Taste oben können wir die Modi umschalten. Standardmäßig ist alles ausgeschaltet. Wir können in den Automatikmodus wechseln, das heißt, es wird zeitgesteuert arbeiten. Wenn wir es manuell einschalten, leuchtet der Indikator mit dem On-Symbol auf, und hier ist eine kleine Lampe gezeichnet, die im manuellen Modus anzeigt, dass es funktioniert. Mit dieser Taste kann man es auch ausschalten. Wir wechseln in den Automatikmodus, und jetzt müssen wir zuerst die Uhrzeit einstellen. Um die Zeit einzustellen, halten wir die Taste mit dem Symbol gedrückt, die Uhr und drücken D. Das sind die Wochentage. Wir wählen den heutigen Wochentag aus, zum Beispiel Sonntag. Um die Uhrzeit einzustellen, halten wir ebenfalls die Uhr gedrückt und drücken auf die Uhr-Taste, wählen die gewünschte Zeit aus. Zum Beispiel 10 Uhr. Die Minuten werden auf die gleiche Weise eingestellt. Die Sekunden sind, denke ich, nicht so wichtig, ungefähr einzustellen, aber man kann sie auch genau einstellen. Um nun eine bestimmte Zeit zu programmieren, wählen wir P, drücken darauf, das sind die Programme. Es gibt insgesamt 8 Programme zum Einschalten, nicht 8 zum Ausschalten. Beginnen wir mit dem ersten, wir können die Wochentage auswählen. Sind alle Tage ausgewählt, schaltet sich der Timer jeden Tag ein. Wir können jeden Wochentag einzeln auswählen. Man kann jeden zweiten Tag wählen, oder bestimmte Tage, oder nur die Wochenenden, oder 3 Tage hintereinander. Im Allgemeinen gibt es viele Einstellungen. Wir wählen die gewünschten Tage aus, zum Beispiel nur 5 Wochentage. Und auf die gleiche Weise stellen wir die Zeit ein. Zum Beispiel schaltet er sich um 2 Uhr nachts ein. Und wir müssen auch die Ausschaltzeit festlegen. Wir wählen 1 aus, das heißt die Ausschaltzeit des ersten Programms. Wir können zum Beispiel einstellen, 3 Uhr nachts, Minuten oder Sekunden einstellen. Wenn wir eine kurzzeitige Einschaltung benötigen, nun, ich zeige es jetzt am Beispiel des zweiten Programms. Wir wählen Programm 2, überspringen Stunden und Minuten, und stellen direkt die Sekunden ein, zum Beispiel eine Sekunde. 0 Stunden, 0 Minuten, und in einer Sekunde schaltet es sich ein. Wir wechseln zur Ausschaltzeit und überspringen ebenfalls Stunden und Minuten, stellen 2 ein. Das heißt, es schaltet sich in einer Sekunde ein und in 2 Sekunden schaltet es sich aus. Und das kann man auch zu jeder beliebigen Zeit einstellen, das heißt, um 16 Uhr schaltet es sich für eine Sekunde ein, um 16 Uhr schaltet es sich nach 2 Sekunden aus, oder um 16 Uhr schaltet es sich ein und um 16 Uhr und 0,1 Sekunden schaltet es sich aus. Das heißt, man kann den Timer so einstellen, dass er sich für 2 Sekunden einschaltet. Und als Beispiel die Zeit einstellen. Es ist jetzt 10 Uhr 45 und 30 Sekunden. Wir stellen die Einschaltzeit auf 10 Uhr 47 ein. Wir gehen zum ersten Programm, Einschaltzeit 10 Uhr 47.
Achten Sie bei der Einstellung auch darauf, dass die Wochentage korrekt eingestellt sind und übereinstimmen. Und jetzt stellen wir die Ausschaltzeit ein, ebenfalls 10:47 Uhr. Stellen wir ein und schalten den Timer für 10 Sekunden ein. 10:47 Uhr und 10 Sekunden ist eingestellt. Das heißt, der Timer sollte sich für 10 Sekunden einschalten. Und mit den Uhrtasten kann man zurückgehen. In 4 Sekunden schaltet sich die Glühbirne ein. Sonntag. Sie ist angegangen. Die rote Kontrollleuchte leuchtet. Und sie wird 10 Sekunden lang leuchten und sich dann ausschalten. Und das nächste Mal schaltet sie sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit für 10 Sekunden ein. So funktioniert dieser Timer. Den Link dazu werde ich euch in der Beschreibung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.